Zu Beginn dieser Feier singen wir das Lied Singt dem König Freudenpsalmen 280. 280. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, sei mit euch allen. Und mit deinem Geist. Liebe Gemeinden, liebe Schwestern und Brüder, liebe Kinder und Jugendlichen, wir begrüßen euch alle ganz herzlich zu diesem Palmsonntagsgottesdienst. Heute feiert die Kirche weltweit den Palmsonntag, den feierlichen Einzug Jesu in seine Stadt Jerusalem. Als er auf einem Esel in Jerusalem ankam, begrüßten ihn die Menschen mit Liedern und Palmzweigen wie einen König. Zu seinen Ehren legten sie Palmblätter vor ihm auf die Straße. Palmzweige waren damals ein Symbol für Könige und des Friedens, den der gute König bringt. Und sie rissen die Zweige von den Büschen an den Feldern ab und legten sie auf den Weg und verehrten Jesus als Gottes Sohn und riefen mit lauter Stimme: Hosanna dem Sohn Davids, gesegnet, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Mit diesem Zeichen wollten sie Gott für Jesus danken, wollten Jesus als König haben. Der Palmsonntag ist uns und unserer Familie ein ganz besonderes Fest. Wir basteln Palmbüschen oder Palmzweige fertig und bringen in die Kirche zur feierlichen Palmweihe mit. Leider dieses Jahr ist etwas anders. Zu Beginn des Gottesdienstes werden von dem Priester die bunten Palmstöcke gesegnet.
Und die geweihten Palmzweige werden dann daheim am Kreuz befestigt, an jemanden verschenkt, vielleicht unseren Taufpaten, Großeltern, Nachbarn oder unseren besten Freunden. In manchen Gegenden und Gemeinden sogar, vielleicht bei uns auch, werden diese geweihten Palmzweige auf den Friedhof gebracht. Und sie rufen uns sozusagen zu. Jesus soll unser König sein. Halleluja. Ja, liebe Kinder, liebe Schwestern und Brüder, am Palmsonntag hören wir im Evangelium, wie Jesus feierlich in Jerusalem eingezogen ist und die Menschen ihn zunächst wie einen König empfangen. Der Einzug nach Jerusalem eröffnet die heilige Woche, die Karwoche. Und die Karwoche beginnt nach diesem Palmsonntag. Am Gründonnerstag erinnern wir das Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern. Am Karfreitag gedenken wir den Kreuzestod Jesu. Und schließlich feiern wir das größte Fest unseres Glaubens, das Osterfest, Jesus Sieg über den Tod in der Osternacht. Palmsonntag und Oster sind eng miteinander verbunden. Und diese beiden Feste verkünden uns: Jesus ist der König, er ist der Herr unseres Glaubens. Ja, deswegen lasst uns würdig diese Tage begehen und auch miteinander beten, besonders für unsere Kranken und Schwerkranken, die zu Hause alleine sind, aber auch für unsere lieben Verstorbenen. Das wollen wir aus dem Matthäus-Evangelium her den Text hören und anschließend Palmweihe. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Bethphage am Ölberg kam, schickte er 2 Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt: Der Herr braucht sie. Er lässt sie aber bald zurückbringen. Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt worden ist. Sagt der Tochter Sion: Siehe, dein König kommt zu dir, er ist friedfertig, der reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttieres. Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie und er setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf der Straße aus, andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm folgten, riefen: Hosanna dem Sohne Davids, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung und man fragte: Wer ist das? Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazareth in Galiläa.
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Allmächtiger, ewiger Gott, segne diese grünen Zweige, die Zeichen des Lebens und des Sieges, mit denen wir Christus, unseren König, huldigen. Mit Lobgesängen begleiten wir ihn in seine heilige Stadt. Gib, dass wir durch ihn zum himmlischen Jerusalem gelangen und mit dir leben und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Zu Kyrie singen wir 156. 156. Lasset uns beten. Herr unser Gott, schenke uns Verzeihung durch das Leiden deines Sohnes. Wir haben sie zwar durch unsere Taten nicht verdient, aber wir vertrauen auf dein Erbarmen. Darum versöhne uns mit dir durch das einzigartige Opfer unseres Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Wir singen das Lied Singt dem König Freuden, Psalmen 280, dritte und vierte Strophen. 280, 3 und 4. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus.
Ehre sei dir, o Herr. Als Jesus vor dem Statthalter Pontius Pilatus stand, fragte ihn dieser: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Du sagst es. Als aber die hohen Priester und die Ältesten ihn anklagten, gab er keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, was sie dir alles vorwerfen? Er aber antwortete ihm auf keine einzige Frage, so dass der Statthalter sehr verwundert war. Jeweils zum Fest pflegte der Statthalter einen Gefangenen freizulassen, den sich das Volk auswählen konnte. Damals war gerade ein berüchtigter Mann namens Barabbas im Gefängnis. Pilatus fragte nun die Menge, die zusammengekommen war: Was wollt ihr? Wen soll ich freilassen? Barabbas oder Jesus, den man den Messias nennt? Er wusste nämlich, dass man Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatte. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ ihm seine Frau sagen: Lass die Hände von diesem Mann, er ist unschuldig. Er hatte seinetwegen heute Nacht einen schrecklichen Traum. Inzwischen überredeten die hohen Priester und die Ältesten die Menge, die Freilassung des Barabbas zu fordern, Jesus aber hinrichten zu lassen. Der Statthalter fragte sie: Wen von beiden soll ich freilassen? Sie riefen: Barabbas. Pilatus sagte zu ihnen: Was soll ich dann mit Jesus tun, den man den Messias nennt? Da schrien sie alle: Ans Kreuz mit ihm! Er erwiderte: Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Da schrien sie noch lauter: Ans Kreuz mit ihm! Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte, sondern dass der Tumult immer größer wurde, ließ er Wasser bringen, wusch sich vor allen Leuten die Hände und sagte: Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen. Das ist eure Sache. Da rief das ganze Volk: Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Darauf ließ er Barabbas frei und gab den Befehl, Jesus zu geißeln und zu kreuzigen. Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus, führten ihn in das Prätorium, das Amtsgebäude des Statthalters, und versammelten die ganze Kohorte um ihn. Sie zogen ihn aus und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Dann flockten sie einen Kranz aus Dornen, denn den setzten sie ihm auf und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand. Sie fielen vor ihm auf die Knie und verhöhnten ihn, indem sie riefen: Heil dir, König der Juden! Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock wieder weg und schlugen ihm damit auf den Kopf. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, nahmen sie ihm den Mantel ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen. Auf den Weg trafen sie einen Mann aus Cyrene namens Simon. Ihn zwingen sie, Jesus das Kreuz zu tragen. So kamen sie an den Ort, der Golgotha genannt wird, das heißt Schädelhöhe. Und sie gaben ihm Wein zu trinken, der mit Galle vermischt war. Als er aber davon gekostet hatte, wollte er ihn nicht trinken. Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, warfen sie das Los und verteilten seine Kleider unter sich.
Dann setzten sie sich nieder und bewachten ihn. Über seinem Kopf hatten sie eine Aufschrift angebracht, die seine Schuld angab. Das ist Jesus, der König der Juden. Zusammen mit ihm wurden zwei Räuber gekreuzigt, der eine rechts von ihm, der andere links. Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, schütteln den Kopf und riefen, du willst den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen? Wenn du Gottes Sohn bist, hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Auch die hohen Priester, die Schriftgelehrten und die Ältesten verhöhnten ihn und sagten, anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Er ist doch der König von Israel. Er soll vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut. Der soll ihn jetzt retten, wenn er an ihm gefallen hat. Er hatte doch gesagt, ich bin Gottes Sohn. Ebenso beschimpften ihn die beiden Räuber, die man zusammen mit ihm gekreuzigt hatte. Von der 6. bis zur 9. Stunde herrschte eine Finsternis im ganzen Land. Und die 9. Stunde rief Jesus laut. Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, Mein Gott, warum hast du mich verlassen? einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten, er ruft nach Elia. Sogleich lief einer von ihnen hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf einen Stock und gab Jesus zu trinken. Die anderen aber sagten, lass doch, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihm hilft. Jesus aber schrie noch einmal laut auf, dann hauchte er den Geist aus. Da riss der Vorgang im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde bebte und die Felsen spalteten sich. Die Gräber öffneten sich und die Leiber vieler Heiligen, die entschlafen waren, wurden auferweckt. Nach der Auferstehung Jesu verließen sie ihre Gräber, kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als der Hauptmann und die Männer, die mit ihm zusammen Jesus bewachten, das Erdbeben bemerkten und sahen, was geschah, erschraken sie sehr und sagten, wahrhaftig, das war Gottes Sohn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Zum Sanctus singen, zum Credo singen wir 791. 791. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, der erschuf die Welt
liebe Herren und Brüder, in dieser Corona-Zeit haben wir in der Freien Gemeinschaft eine Kinderaktion durchgeführt. Regenbogen basteln, Regenbogen malen. Und die Kinder diese Aktion gut angenommen und auch viele Bilder haben sie hier in die Kirche gebracht. Nicht nur die Bilder, sondern auch Fürbitten für den Gottesdienst. Und diese Fürbitten wollen wir in die kommenden Tagen und Wochen zum Gottesdienst beten. Timo Brandt schreibt eine Fürbitte. Lieber Gott, für alle, die in dieser schweren Zeit einen lieben Menschen verloren haben. Gott unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Anton und Theo, sie beide haben auch eine Fürbitte geschrieben. Gott unser Vater, wir bitten dich, dass wir aus der Corona-Krise lernen und zukünftig liebevoll miteinander umgehen. Gott unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Biron Tefer schreibt, lieber Gott, ich möchte, dass das Corona wieder weggeht. Gott unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Jost und Franz Korz schreiben, lieber Gott, wir bitten dich für alle Menschen, die jetzt alleine und traurig sind. Hilf ihnen, dass sie ihr Lachen und ihre Fröhlichkeit nicht verlieren. Gott unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Anna Olliges schreibt, guter Gott, für alle, die in der Pflege von alten und kranken Menschen treu und liebevoll ihren Dienst tun. Gott unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. ein Beispiel für Regenbogen. Wir beten für unsere lieben Verstorbenen aus unseren Familien, aus unseren Bekanntschaften und Verwandtschaften. Besonders beten wir heute für den Verstorbenen Jan Ostermann aus Bochorst. Herr, gib ihm und allen Verstorbenen die ewige Ruhe. Und das ewige Licht leuchte ihm. Dir Gott, du bist in unserer Mitte, dir sei Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Zur Gabenbereitung singen wir 282, 282. Seinem Tod nahm Jesus
unser Gott, schenke uns Verzeihung durch das Leiden deines Sohnes. Wir haben sie zwar durch unsere Taten nicht verdient, aber wir vertrauen auf dein Erbarmen durch das einzigartige Opfer unseres Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen, Wir haben sie beim Herrn. lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und das Werk deiner Liebe zu rühmen durch unseren Herrn Jesus Christus. Er war ohne Sünde und hat für die Sünder gelitten. Er war ohne Schuld und hat sich ungerechtem Urteil unterworfen. Sein Tod hat unsere Vergehen getilgt, seine Auferstehung uns Gnade und Leben erworben. Darum preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. 199. Heilig ist Gott in Herrlichkeit, sein Ruhm erfüllt die Himmel weit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Preis ihn, der kommt in unsere Zeit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir heute am Palmensonntag und bitten dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Wir preisen deinen Tod, Wir glauben, dass du lebst. Wir hoffen, dass du kommst.
Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes. Wir bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereine mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Franz Josef und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche berufen sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner Weisung wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und schenke uns und der Welt, wie du es verheißen hast, deinen Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch und mit deinem Geiste. Zum Agnus Dei singen wir: Christe, du Lamm Gottes, 204. 204.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich Ich bin bin nicht nicht würdig, würdig, dass du du eingehst eingehst unter unter mein mein Dach, Dach, aber aber sprich sprich nur nur ein ein Wort, Wort, so so wird wird meine meine Seele Seele gesund. gesund. Jesus soll unser König sein. Zur Danksagung singen wir das Lied Wir danken dir, Herr Jesu Christ, 297, 297. Wir danken dir, Herr Jesu Christ, dass du für uns gestorben bist und hast uns durch dein treues Blut Wir beten euch, Gott, durch deinen Herrschaftsgott, der Christus vor ewigem Tod und ist ins Ewige verherrlicht. Lasset uns beten.
Herr unser Gott, du hast uns im heiligen Mahl gestärkt. Durch das Sterben deines Sohnes gibst du uns die Kraft, das Leben zu erhoffen, das uns der Glaube verheißt. Gib uns durch seine Auferstehung die Gnade, das Ziel unserer Pilgerschaft zu erreichen. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Bevor wir Gott um seinen Segen bitten, möchte ich einige Infos geben. Osterkerzen sind zur Verfügung. Sie können von der Kirche her abholen. Messintentionen in der kommenden Zeit, gerade in der Karwoche, aber auch in der Osterzeit. Auch wenn wir zurzeit keinen gemeinsamen Gottesdienst in der Kirche feiern können, so wollen wir dennoch den Gläubigen der ganzen Vereingemeinschaft die Möglichkeit geben, an den Ostertagen und auch an bzw. Werktagen Messintentionen für die lieben Verstorbenen zu bestellen, die wir dann während der Gottesdienste live über YouTube bzw. über das Radio mit vorlesen wird. Pfarrer Joni wird ebenfalls Messintentionen in Gelenberg über das Radio vorlesen. Wir bitten darum, die Messintentionen in Esterwegen oder in Gelenberg im Pfarrbüro telefonisch oder per E-Mail zu bestellen. Bereits bestellte Messintentionen werden ebenfalls mit vorgelesen, sofern die Angehörigen damit einverstanden sind. In diesem Fall bitte ich mit mir oder dem Pfarrbüro in Verbindung setzen. Bußandacht. Wir laden alle Gläubigen herzlich ein zur Bußandacht am Montag, am 6.4. um 19 Uhr auf YouTube oder im Radio mitzufeiern. Und wie Sie vielleicht mitbekommen haben, beginnen wir ab heute Nachmittag, eine Serie Wer wird Biblionär beginnen. Jeder und jeder, ob jung oder alt, ist eingeladen, in diesem Wettbewerb teilzunehmen. Das ist ein Wettbewerb aus dem Bereich der Bibel. Insgesamt 73 Fragen. Jeden Tag um 17 Uhr wird ein Text aus der Bibel her live auf unserem YouTube-Kanal vorgelesen und aus diesem Text her wird eine Frage gestellt. Die erste Frage wird heute Nachmittag um 17 Uhr gestellt. Eure Antworten schicke mir bitte bei E-Mail oder WhatsApp. Für weitere Infos, Frau Silvia Janssen, aber auch ich bin dabei. Am grünen Donnerstag findet die Abendmahlfeier mit den Kindern um 16 Uhr statt. Kinderkreuzweg am Palmsonntag und Karfreitag. Alle Kinder sind ganz herzlich eingeladen zum Kinderkreuzweg einmal heute Nachmittag um 16.30 Uhr und am Karfreitag um 11 Uhr mitzubeten. Der Herr sei mit euch Und mit deinem Geiste. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir wünschen Ihnen allen einen gesegneten Palmsonntag. Gehet hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. 532. Christi Mutter stand mit Schmerzen. 1 und 4.
532, 1 und 4.